Die Themen heute: Battle Royale Modus geleakt. Kommen diese Trainerneuheiten? Weitere FIFA 19 Gameplay Infos, dies und mehr jetzt. Eine Zeitschrift mit diesem Artikel hat nun das Internet zum Brodeln gebracht und verrät einen angeblich neuen Modus in FIFA 19. Neu bei FIFA 19. Viele FIFA-Street-Zocker werden sich an diesen Modus erinnern. Dieser ähnelt nämlich sehr dem Last Man Standing Modus. Laut diesem Artikel soll dieser Survive-Modus heißen. Im Artikel steht Folgendes drin: Neu bei FIFA 19. Was für eine geniale Idee. Immer dann, wenn ihr im Survive-Mode einen Treffer erzielt, verliert ihr einen eurer Feldspieler. Führt ihr also beispielsweise mit 4:0, müsst ihr mit 7 Kickern gegen das komplette Team eures Gegners weiterspielen. Lustige Multiplayer-Duelle sind da garantiert. Noch hat EA dazu nichts gesagt, bestätigt oder etwas präsentiert. Ist der Artikel ein Fake? Ich glaube nicht. Ich denke, diese Zeitung hat dies zu früh veröffentlicht, denn dieser Event in der Allianz Arena mit vielen neuen News zu FIFA 19 fand wirklich statt. Man kann also fast mit diesem neuen Modus rechnen. Wie findet ihr diesen Modus und würdet ihr den feiern? Ein Battle Royale Modus auf Fußballbasis? Ich sehe schon die ein oder anderen YouTuber, die gemeinsame Videos dazu machen werden. Ich fordere jetzt schon mal Ben Masterful auf. Vielleicht hat er dann mal eine Chance gegen mich, wenn ich weniger Spieler auf dem Platz habe. Bereits bei einer letzten Ausgabe der FIFA News sagte ich, dass ich nicht weiß, ob das DFB-Pokal oder Dritte Liga Overlay kommen wird. Aber wir können uns auf das Champions League sowie auf das Europa League Overlay freuen, das hier zu sehen ist. Ich kann euch nicht versichern, ob das stimmt, aber angeblich hat ein EA-Mitarbeiter im Netz schon verraten, dass in den kommenden Tagen News über die Bundesliga kommt. Vielleicht doch mehr, als wir bisher glauben? Ich habe euch bereits das Gerücht mitgeteilt bezüglich dieses Bildes, dass die CSL, also chinesische Liga, in FIFA 19 dabei sein wird. Dies wurde tatsächlich bestätigt laut Kicker. Zumindest heißt es, diese Präsentation war in Hongkong bei einer Messe, in der Sony dies bei einer PlayStation-Konferenz mitteilte. Es wurde da erzählt, dass alle 16 Vereine der Liga im Spiel abgebildet sein werden. Ein tolles weiteres Gerücht zum Karrieremodus ist ans Licht gekommen und es wird angeblich laut einigen Leuten auf Twitter behauptet, dass ein EA-Mitarbeiter dies schon bestätigt hat. Nach den Gerüchten, die ich schon präsentiert habe, Link dazu im Infokasten, soll nun es endlich möglich sein, seinen eigenen Manager bzw. Trainer erstellen zu können. Aber nicht nur, dass dieser dann nach Spielen oder Vorspielen Interviews geben kann, das Bild stammt übrigens von PES, sondern man wird wohl vom The Journey Hunter Returns den Outfit-Modus in den Karrieremodus integrieren. Somit kannst du auch entscheiden, welche Jacken, Mützen, Uhren und so weiter du tragen möchtest. Niklas Rasek wird Bochumer. Jeder, der sich als FIFA-Zocker auch mit dem E-Sport beschäftigt, weiß, wer N. Rasek ist und was er bereits geleistet hat als deutscher E-Sportler während der FIFA 18-Saison. Nun hat er einen Vertrag beim VfL Bochum unterschrieben. Der 19-Jährige gehört ab dem 1. August, also bereits zum E-World Cup, zur VfL-Familie. Doch N. Rasek wurde nicht nur wegen seinen guten Leistungen geholt, er wird Megabit ersetzen. Megabit, der ein unfassbar gutes Global Series Playoff Turnier in Amsterdam gespielt hat, wird bei Bochum nicht verlängern. Sein Vertrag läuft am 1. September aus. Folgendes schreibt er dazu: Ich werde meinen Vertrag beim VfL Bochum nicht verlängern und den Verein zur kommenden Saison verlassen. Ich möchte mich schon mal für euren Support über die Saison hinweg bedanken. Wer mich kennt, wird wissen, dass ich bis zum Ende alles für den Verein geben werde. Der Höhepunkt der Saison steht ja mit dem FIFA E-World Cup noch an. Es wäre ein Traum, zum Abschluss den Pokal nach Bochum zu bringen. Sobald es etwas über meine Zukunft zu vermelden gibt, lasse ich es euch als erstes wissen.
Werder Bremen steigt in die E-Sport-Branche ein und sagt, dass EA Sports FIFA sie dazu überzeugt haben. Nun hat Bremen bereits einen Wahnsinnstransfer verkündet. Mo Aubameyang ist nun Bremer und wird bereits beim eWorld Cup in Grün antreten. Es gab bisher Gerüchte, dass sein Teamkollege Megabit wird und Werder Bremen streitet es auch nicht ab. Es gab sogar bereits Gespräche, die aber vorerst auf Eis gelegt wurden wegen dem FIFA eWorld Cup. Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, habe ich in den letzten Tagen neue FIFA 19 Gameplay-Funktionen vorgestellt. Nun möchte ich euch weitere Punkte erzählen, die zu diesem Zeitpunkt dieser Videos noch nicht ganz klar oder bekannt waren. Einige von euch sind nicht sehr begeistert über das neue Timed Finishing, also das neue Schusssystem. Der grundlegende Schussvorgang ändert sich nicht, aber wenn du mit noch mehr Präzision und noch mehr Power für nahezu unhaltbare Schüsse sorgen willst, dann musst du lediglich die Schusstaste nach dem ersten Tastentipper ein zweites Mal antippen. Das ist allerdings leichter gesagt als getan, denn diese Spielmechanik hat es durchaus in sich. Man muss den zweiten Tastentipper perfekt timen. Kommt er zu früh oder zu spät, verschlechtert sich der Schuss vielleicht sogar ein wenig. Wenn du den FIFA-Trainer aktiviert hast, wird dir über dem Kopf deines Spielers eine Farbanzeige mit Markierung angezeigt. Du solltest deinen zweiten Tastentipper genau dann ausführen, wenn die Markierungen den grünen Mittelbereich erreichen. Sobald du ein Abschlusstiming erfolgreich auslöst, wird oberhalb der Anzeige ein tolles Timing-Hinweis eingeblendet. Das Abschlusstiming gilt für sämtliche Schussarten aus dem Spiel, egal ob Kopfbälle, Volleys, angeschnittene Schüsse oder sogar Fallrückzieher. Je schwieriger und schneller der Schussversuch jedoch ist, desto größer ist natürlich auch das Risiko. Trainiere dein Timing bei allen Schussarten, um dieses Feature zu meistern und deine FIFA-Künste auf ein komplett neues Niveau zu bringen. Ihr könnt den Balken deaktivieren, indem ihr den Trainer ausschaltet. Zudem könnt ihr Time Finishing ganz deaktivieren. Aber EA Sports FIFA Gameplay Producer hat beim Allianz Arena Event bei Kicker verraten, dass man ohne diese Funktion wohl nicht mehr erfolgreich in der Weekend League sein wird. Nur wer seine Spieler und ihr Timing kennt und intensiv daran übt, wird zum großen Erfolg kommen. Ein Diskussionsthema wird sein, dass der Gameplay Producer dazu noch meint, dass man bei einer Beherrschung dieses Schusssystems seine Fehlerquote verbessern kann. Rechnet also gegen Pros mit vielen Toren, die euch zum Ragen bringen können. Besonders eine perfekte Vorlage für E-Sportler. Ein Wunsch, der lange bereits von ihnen gewünscht wurde. Kein Zufallsfaktor mehr in den Schüssen, sondern perfekt auswendig gelernte Momente gehen einfach immer rein. Zudem heißt es, dass Torhüter bearbeitet wurden und eine bessere Balance erhalten werden, was Eigenschaften betrifft. Ein Fährmann oder De Gea wird nicht mehr so stark sein als in FIFA 17 oder FIFA 18. Besonders was Fußparaden betrifft. Ob das am Ende wirklich passiert und nicht nach einem Patch wieder verhauen wird, muss man sehen. Zudem haben die Keeper eine verbesserte Real Player Motion Technologie erhalten, die dafür sorgt, dass die TWs schneller reagieren und von einer Seite zur anderen Seite springen können, um alles zu versuchen, den Ball zu halten. Dennoch muss ich sagen, in meinen Augen waren die TWs bisher bei jedem League-Gameplay, das ich mir angeschaut habe, eine Katastrophe. Also mal abwarten, was die Vollversion zu bieten hat. Auch dynamische Taktiken habe ich euch bereits vorgestellt. Hier muss man hinzufügen, dass der FIFA Gameplay Producer in einem Interview sagte, dass man diese nach Community-Wunsch für die Hardcore-Zocker umgesetzt hat, aber auch anderen Spielern eine Hilfe sein könnte. Die grundlegende Idee hinter dem leicht geklauten PES-Taktiken ist, dass bestimmte Aufstellungen nicht mehr OP sind. Enge Raute war einfach zu krass und mit dem aktuellen Gameplay ist es selbst für Noobs hilfreich zu siegen. Das soll angeblich Vergangenheit sein. Der Gameplay Producer sagt, es kommt in FIFA 19 ein brandneues Gameplay-System zum Einsatz, weshalb alle Formationen auf dem Prüfstand stehen. Man will sicherstellen, dass es keine übermächtigen Taktiken mehr gibt. Dies werde man genau beobachten und ständig überprüfen. Jede Formation haben nun ihre Stärken und Schwächen. Bisher klingt das meiner Meinung nach mega gut, aber was klang bisher bei der FIFA New Season nicht gut? Alle Ansätze sind richtige Ansätze, aber am Ende zeigt die Vollversion, was sie kann und wie EA mit Patches umgeht. Der Quicksub wurde nicht geändert. Leider bleibt er so wie in FIFA 18. Stand jetzt zur Closed Beta. Das ist sehr schade, wenn man bedenkt, wie genial es PES 19 gemacht hat. Dort ist es so, indem man einen Spieler auf dem Platz auswählen kann und dann den gewünschten Spieler auf der Bank.
In FIFA 19 werden wohl Gamefaces wieder etwas anders aussehen. Ob das bei allen Spielern mit Gameface passiert, kann ich nicht sagen. Aber als EA auf Ronaldo seinen Wechsel zu Juventus Turin reagierte, hat man dieses Video veröffentlicht. Vergleicht man nun Ronaldo von dem FIFA 19 Juve-Bild und mit den Ingame-Aufnahmen von FIFA 18, dann erkennt man eine Gameface-Veränderung. Die Knochenstruktur wurde angepasst und die Mundform sieht entsprechend anders aus. Zudem wirkt es auf mich, als wenn mehr Textur dabei wäre. Wie findet ihr das Ganze? Besser, schlechter oder denkt ihr, das ist nur für die Aufnahme? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dann lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Video, wünsche euch eine schöne Zeit, euer Digo.